Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. Das Gizeh-Plateau, in der Stille der Nacht betrachtet, ist mehr als nur Stein und Sand. Es ist ein Ort, der Fragen in den Himmel flüstert. Während die Pyramiden majestätisch in den Sternenhimmel ragen, liegt die eigentliche Faszination vielleicht nicht in der Höhe, sondern in der Tiefe. Unter dem warmen Wüstensand, verborgen vor den Augen der Welt, erstreckt sich ein Netzwerk aus Schächten und Kammern, dessen Zweck und Ursprung bis heute Anlass zu tiefgründigen Debatten gibt. Dies ist keine Reise zu verlorenen Technologien, sondern eine Reise in das Herz der ägyptischen Kosmologie. In eine Unterwelt, die realer und komplexer war, als wir es uns oft vorstellen. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie die Geräusche des Tages verklingen. Wir begeben uns auf eine Reise, nicht in ein fernes Land, sondern in eine tiefere Schicht einer uns wohlbekannten Welt. Stellen Sie sich das Plateau von Gizeh vor. Die 3 großen Pyramiden ragen in den Dämmerungshimmel. Ihre Silhouetten sind zu Ikonen des menschlichen Strebens geworden. Die Sphinx blickt mit stoischer Gelassenheit nach Osten, ein Wächter der Zeit. Wir kennen diese Bilder. Wir haben sie in Büchern und Filmen gesehen, vielleicht sogar mit eigenen Augen. Doch diese monumentale Landschaft, so fest und unverrückbar sie auch scheint, ist nur die Oberfläche. Sie ist der Deckel einer Truhe, deren Inhalt über Jahrtausende im Dunkeln lag. Unter dem Sand, der von den Wüstenwinden unablässig umverteilt wird, liegt eine andere Welt. Ein Gizeh, das in den Fels gehauen und von der Zeit verborgen wurde? Der Sand flüstert Geschichten. Er erzählt von Kammern, die noch kein modernes Auge erblickt hat, von Gängen, die in die Dunkelheit führen, und von Wasserläufen, die durch das Fundament der Ewigkeit fließen. Dies ist keine Erzählung über außerirdische Baumeister oder verlorene Technologien. Es ist eine Reise in die tatsächliche, greifbare Archäologie und die tiefgründige Kosmologie der alten Ägypter. Wir werden uns von der blendenden Sonne der Hochebene abwenden und in die kühle, stille Tiefe des Felsens hinabsteigen. Denn um Gizeh wirklich zu verstehen, müssen wir lernen, auf das zu hören, was unter unseren Füßen liegt. Die alten Erbauer schufen nicht nur Monumente, die zum Himmel strebten, sondern auch solche, die in die Erde reichten, in das Reich der Götter, der Ahnen und der ewigen Wiedergeburt. Wir werden die bekannten unterirdischen Strukturen betrachten, aber auch den Spuren in alten Texten folgen, die von noch unentdeckten Komplexen berichten. Wir trennen die sorgfältige wissenschaftliche Untersuchung von der reinen Spekulation und erkennen dabei, dass die Realität oft mysteriöser ist als jede Fiktion. Begleiten Sie mich nun, während der erste Schleier der Nacht über die Wüste fällt und wir beginnen, das Flüstern des Sandes zu deuten. Jeder, der sich mit der großen Pyramide beschäftigt, kennt die Namen der Kammern. Die Königs-, die Königinnen- und die unvollendete Felsenkammer. Letztere, tief im anstehenden Gestein unter dem Bauwerk gelegen, ist unser erster Anlaufpunkt. Sie ist rau, unfertig und gibt Rätsel auf. Warum wurde sie aufgegeben? Oder war ihre Unvollendetheit beabsichtigt, ein Symbol für das ursprüngliche Chaos, aus dem die Schöpfung entstand? Diese Kammer ist mehr als nur ein architektonisches Rätsel. Sie ist der Eingang zu einem konzeptionellen Raum, der für die Ägypter von zentraler Bedeutung war. Die Unterwelt, die sie Duat nannten.
Die unterirdische Topographie von Gizeh war keine zufällige Ansammlung von Gräbern und Schächten. Sie war eine bewusste Nachbildung der Landschaft des Jenseits, so wie sie in heiligen Texten wie dem Amduat oder dem Buch der Pforten beschrieben wird. Diese Texte sind im Grunde Reiseführer für die Seele des verstorbenen Pharaos. Sie beschreiben eine gefährliche Reise durch 12 Stunden der Nacht, bevölkert von Göttern, Dämonen und Hindernissen. Die Architektur unter dem Sand von Gizeh kann als eine Art physische Karte für den Beginn dieser Reise verstanden werden. Die absteigenden Gänge sind die Pfade in die Tiefe, die Kammern sind die Hallen des Gerichts oder der Regeneration und die geheimnisvollen Schächte könnten Verbindungen zu noch tieferen Ebenen der Duat darstellen. Nehmen wir zum Beispiel die zahlreichen Mastaba-Gräber, die die Pyramiden umgeben. Jedes von ihnen besitzt einen unterirdischen Teil, eine Grabkammer, die über einen vertikalen Schacht erreicht wird. Zusammen bilden sie eine Nekropole, eine Stadt der Toten, die nicht nur auf der Oberfläche existiert, sondern sich tief in den Fels erstreckt. Diese unterirdische Stadt ist ein Spiegelbild der himmlischen Welt. Die Anordnung der Pyramiden selbst, die von einigen Forschern mit den Sternen des Oriongürtels in Verbindung gebracht wird, findet ihre Entsprechung in der komplexen, verborgenen Welt darunter. Jeder Schacht, jeder Tunnel war ein Portal, das nicht nur in den Fels, sondern in eine andere Dimension der Existenz führte. Bevor wir nach neuen, unentdeckten Kammern suchen, müssen wir also verstehen, dass das bereits Bekannte kein reiner Zweckbau war, sondern eine in Stein gemeißelte Theologie, eine begehbare Landkarte der Ewigkeit. Manchmal wird die Suche nach der Wahrheit von den Echos der Vergangenheit geleitet, von den Schriften antiker Reisender, die Welten beschrieben, die wir heute nur noch erahnen können. Der griechische Historiker Herodot, der im 5. Jahrhundert vor Christus Ägypten bereiste, hinterließ uns eine solche faszinierende und zugleich rätselhafte Beschreibung. Er schrieb von einem Bauwerk, das seiner Meinung nach sogar die Pyramiden an Wunder übertraf. Ein gewaltiges Labyrinth. Er beschrieb einen Komplex mit 3000 Räumen, die Hälfte davon über und die andere Hälfte unter der Erde. Die unterirdischen Kammern, so Herodot, enthielten die Gräber der Könige, die das Labyrinth erbaut hatten, sowie die Gräber der heiligen Krokodile. Über Jahrhunderte beflügelte diese Erzählung die Fantasie von Forschern und Abenteurern und nährte die Spekulation, ein solch gigantischer unterirdischer Komplex müsse sich unter dem Plateau von Gizeh befinden. Hier ist jedoch historische Genauigkeit geboten. Herodot verortete dieses Labyrinth nicht in Gizeh, sondern weiter südlich, in der Nähe des Moirissees, im heutigen Fayum, bei der Pyramide von Pharao Amenemhet III. In Hawara. Der große Ägyptologe Flinders Petrie glaubte im 19. Jahrhundert, die Fundamente dieses Labyrinths gefunden zu haben, eine riesige Fläche aus Steinsplittern südlich der Hawara-Pyramide. Doch die unterirdischen Kammern blieben unauffindbar. Erst in jüngster Zeit haben geophysikalische Untersuchungen, insbesondere Bodenradarscans, die Existenz einer massiven, von Menschenhand geschaffenen Struktur unter dem Sand von Hawara bestätigt, die in ihren Ausmaßen und ihrer Komplexität zu Herodots Beschreibung passen könnte. Warum ist diese Geschichte für Gizeh relevant? Weil sie zeigt, dass die Idee riesiger, subterraner Anlagen im alten Ägypten keine reine Fiktion war. Auch wenn Herodots Labyrinth nicht in Gizeh lag, so beweist seine Beschreibung doch, dass die Ägypter das Wissen und die Ambition besaßen,
solche monumentalen unterirdischen Welten zu errichten. Die Geschichte des Labyrinths wurde zu einem Mythos, der sich mit Gizeh vermischte und die Vorstellungskraft so stark prägte, dass er die Suche nach verborgenen Kammern dort bis heute inspiriert. Er ist eine Mahnung, dass manchmal die größten Entdeckungen nicht dort liegen, wo der Mythos sie verortet, sondern dort, wo die historischen Texte und die moderne Wissenschaft uns hinführen. Abseits der großen Touristenpfade, entlang des Aufwegs, der einst die Chephren-Pyramide mit ihrem Taltempel verband, befindet sich ein unscheinbarer Schachteingang. Er führt zu einer der tiefgründigsten und symbolisch aufgeladensten Strukturen ganz Ägyptens, dem sogenannten Osiris-Grab. Diese Anlage ist kein Grab im herkömmlichen Sinne, kein Ort für die Mumie eines Pharaos. Sie ist vielmehr ein architektonisches Gebet, eine in den Fels gehauene Nacherzählung des zentralen Mythos der ägyptischen Religion, der Wiedergeburt des Gottes Osiris. Der Abstieg ist eine Reise durch verschiedene Ebenen des Seins. Der erste Schacht führt etwa 10 Meter in die Tiefe zu einer leeren Kammer. Von dort aus geht es weiter. Ein zweiter Schacht führt weitere 14 Meter hinab. Hier öffnet sich eine größere Halle mit 6 Nischen, die in den Fels gehauen sind, jede mit einem massiven Granitsarkophag. Doch dies ist noch nicht das Herz des Heiligtums. Ein dritter und letzter Schacht führt noch tiefer, hinab in die ewige Dunkelheit, bis man auf den Grundwasserspiegel des Gizeh-Plateaus trifft. Hier, 30 Meter unter der Oberfläche, offenbart sich ein atemberaubendes Bild. In der Mitte einer quadratischen, von Wasser umgebenen künstlichen Insel steht ein gewaltiger, leerer Sarkophag aus schwarzem Granit. Die gesamte Anlage ist eine perfekte dreidimensionale Darstellung des Urhügels, der sich zu Beginn der Zeit aus den Wassern des Chaos, des Nun, erhob. Der Sarkophag auf der Insel symbolisiert den Leichnam des Osiris, der darauf wartet, durch die Magie seiner Gemahlin Isis wieder zum Leben erweckt zu werden, um als Herrscher des Jenseits aufzuerstehen. Das Wasser, das die Insel umgibt, ist nicht nur Grundwasser. Es ist das symbolische Wasser des Urozeans, die Quelle allen Lebens und aller Regeneration. Das Osiris-Grab ist der Beweis, dass die unterirdische Welt von Gizeh nicht nur aus funktionalen Grabkammern bestand. Sie war ein Ort intensiver ritueller Aktivität, ein Schauplatz, an dem die fundamentalen Mythen der ägyptischen Kultur inszeniert und verewigt wurden, um die kosmische Ordnung, die Ma'at, für alle Ewigkeit zu sichern. Guten Abend. Wir verlassen nun für einen Moment die Welt der antiken Texte und Meißelspuren und wenden uns den Werkzeugen des 21. Jahrhunderts zu. Denn die Suche nach dem, was unter dem Sand von Gizeh verborgen liegt, wird heute nicht mehr nur mit Schaufeln, sondern auch mit Wellen und Signalen geführt. Stellen Sie sich vor, wir könnten dem Plateau den Puls fühlen, seine verborgenen Hohlräume und Strukturen sichtbar machen, ohne einen einzigen Stein zu bewegen. Genau das ermöglichen Technologien wie das Bodenradar und die seismische Tomographie. Das Bodenradar sendet hochfrequente Radiowellen in den Untergrund. Diese Wellen werden von verschiedenen Materialien unterschiedlich reflektiert. Eine massive Gesteinsschicht sendet ein anderes Echo zurück als ein Hohlraum oder eine mit Sand gefüllte Kammer. Indem man diese Echos aufzeichnet und analysiert, entsteht eine Art unterirdische Karte, eine geisterhafte Skizze verborgener Architekturen. Seismische Tomographie funktioniert ähnlich, verwendet aber mechanische Schwingungen, ähnlich winzigen, kontrollierten Erdbeben. Sensoren messen,
wie schnell und auf welchem Weg diese Schwingungen durch den Fels reisen. Hohlräume oder Bereiche mit geringerer Dichte verlangsamen die Wellen und verraten so ihre Existenz. In den letzten Jahrzehnten wurden diese Techniken wiederholt in Gizeh eingesetzt. Forscherteams aus Japan, Frankreich und den USA haben das Plateau systematisch gescannt. Die Ergebnisse sind faszinierend und zugleich frustrierend. Immer wieder tauchen auf den Datenbildschirmen Anomalien auf, Bereiche, die sich vom umgebenden soliden Kalkstein unterscheiden. Man hat Signaturen geortet, die auf Hohlräume, Korridore oder Schächte hindeuten könnten, insbesondere in der Nähe der Sphinx und zwischen den Pyramiden. Doch jede dieser Entdeckungen ist mit Vorsicht zu genießen. Eine Anomalie kann eine unentdeckte Kammer sein, aber ebenso eine natürliche Karsthöhle, eine mit lockerem Geröll gefüllte Felsspalte oder sogar ein Fehler in der Datenerfassung. Die Scans geben uns verlockende Hinweise, aber keine endgültigen Antworten. Sie sind die modernen Schatzkarten, deren X erst noch durch sorgfältige physische Grabung bestätigt werden muss. Sie zeigen uns, dass das Plateau noch immer Geheimnisse birgt, die direkt unter der Oberfläche auf ihre Entschlüsselung warten. In der Geschichte der Erforschung Gizehs gibt es ein Kapitel, das die Grenzen zwischen Archäologie, Mystik und moderner Mythologie verschwimmen lässt. Es ist die Geschichte der Halle der Aufzeichnungen. Die Idee stammt nicht aus einem antiken Papyrus, sondern von einem amerikanischen Hellseher des 20. Jahrhunderts namens Edgar Cayce. In seinen Trance-Sitzungen sprach Cayce von einer geheimen Kammer, die sich unter den Pfoten der Sphinx befinden soll. Diese Kammer, so seine Prophezeiung, enthalte das gesammelte Wissen der Zivilisation von Atlantis, aufgezeichnet auf unzerstörbaren Tafeln oder Schriftrollen. Diese Halle der Aufzeichnungen sollte gefunden werden, wenn die Zeit reif sei und der Menschheit eine neue Ära des Verstehens einläuten. So verlockend diese Vorstellung auch ist, sie gehört in das Reich der Esoterik, nicht der Ägyptologie. Doch der Einfluss dieser Idee war so stark, dass sie indirekt zu handfester wissenschaftlicher Forschung führte. Angetrieben durch private Sponsoren, die von Cayces Visionen inspiriert waren, wurden in den 1990er Jahren mehrere Projekte genehmigt, um den Fels unter und um die Sphinx herum zu untersuchen. Unter der Leitung von Forschern wie Mark Lehner und dem damaligen Antikenchef Zahi Hawass wurden Bohrungen und seismische Untersuchungen durchgeführt. Man wollte ein für allemal klären, ob sich hinter dem Mythos ein Kern Wahrheit verbirgt. Die Ergebnisse waren eindeutig und ernüchternd zugleich. Man bohrte an mehreren Stellen in den anstehenden Fels. Was man fand, war kein von Menschenhand geschaffener Raum. Man stieß auf natürlichen, soliden Kalkstein, durchzogen von geologischen Fissuren und kleineren, natürlichen Hohlräumen, wie sie im Karstgestein üblich sind. Man fand Wasseradern, die Teil des natürlichen Aquifers sind, aber keine Bibliothek, keine atlantischen Artefakte, keine Halle der Aufzeichnungen. Die archäologische Antwort auf die Prophezeiung war ein klares Nein. Dies ist ein wichtiges Beispiel dafür, wie die Wissenschaft vorgeht. Sie nimmt eine faszinierende Hypothese auf, auch eine unkonventionelle, und prüft sie mit den besten verfügbaren Methoden. Die Suche nach der Halle der Aufzeichnungen hat unser geologisches Verständnis des Gizeh-Plateaus immens erweitert, auch wenn sie den Mythos selbst widerlegt hat. Wir steigen nun hinab, tief in das Herz der großen Pyramide, weit unter das Niveau der Wüste, in einen Raum,
der mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet. Dies ist die unvollendete Kammer oder Felsenkammer. Um sie zu erreichen, muss man den absteigenden Gang fast bis zu seinem Ende folgen. Eine lange, klaustrophobische Reise in den gewachsenen Fels des Plateaus. Der Kontrast zu den präzise gearbeiteten Kammern weiter oben im Bauwerk könnte nicht größer sein. Hier unten herrscht eine rohe, fast brutale Atmosphäre. Die Wände sind uneben und grob behauen, der Boden ist eine zerklüftete Landschaft aus Stein. Nichts ist geglättet, nichts poliert. Es wirkt wie eine Baustelle, die mitten in der Arbeit verlassen wurde. In der Südwand klafft der Eingang zu einem engen quadratischen Schacht, der sich für etwa 16 Meter blind in den Fels bohrt und dann endet. Wofür war dieser Raum gedacht? Die vorherrschende ägyptologische Theorie sieht in dieser Kammer den ursprünglichen Plan für die Grabstätte des Pharao Cheops. Der Plan sah demnach vor, eine relativ bescheidene Grabkammer tief im Fels anzulegen, ähnlich wie bei früheren Pyramiden. Doch während des Baus, so die Hypothese, änderte der Pharao oder sein Architekt den Plan. Vielleicht war es ein Akt architektonischer Hybris, der Wunsch, die Grabkammer nicht unter, sondern im Herzen des gewaltigen künstlichen Berges selbst zu platzieren. So wurde die Arbeit an der Felsenkammer eingestellt und ein neuer, aufsteigender Gang wurde aus dem absteigenden Gang herausgebrochen. Dieser führte zu einem zweiten Entwurf, der heute als Königinnenkammer bekannt ist. Doch auch dieser Plan wurde verworfen zugunsten der finalen, grandiosen Königskammer aus rotem Granit, die wir heute kennen. Die unvollendete Kammer wäre somit ein faszinierendes architektonisches Fossil, ein eingefrorener Moment der Planänderung, der uns einen seltenen Einblick in den dynamischen Bauprozess der Pyramide gewährt. Sie ist der Beweis dafür, dass dieses Monument kein statischer, von Anfang an feststehender Entwurf war, sondern ein Projekt, das sich entwickelte und wuchs, genau wie der Berg aus Stein über ihm. Unter dem trockenen, sonnenverbrannten Sand des Gizeh-Plateaus verbirgt sich ein Element, das für die ägyptische Zivilisation von zentraler Bedeutung war: Wasser. Tief im Kalkstein fließt ein ausgedehntes Grundwassersystem, ein Aquifer, das den Untergrund durchdringt. Dieses unterirdische Wasser war den alten Ägyptern nicht nur bekannt, es scheint ein integraler Bestandteil ihrer kosmologischen und rituellen Landschaft gewesen zu sein. Für die Ägypter war Wasser untrennbar mit den Konzepten von Schöpfung, Leben und Wiedergeburt verbunden. Der Nil war die oberirdische Lebensader, aber es gab auch eine unterirdische Entsprechung. Die Unterwelt, die Duat, wurde oft als wässrige Region vorgestellt, die der Sonnengott Re auf seiner nächtlichen Reise durchquerte, um am Morgen, verjüngt, wieder aufzuerstehen. Das Grundwasser von Gizeh könnte als physische Manifestation dieser mythischen Gewässer verstanden worden sein. Das eindrucksvollste Beispiel für diese Verbindung ist der sogenannte Osiris-Schacht. Diese komplexe Struktur, die sich am Aufweg der Chephren-Pyramide befindet, ist kein Grab im eigentlichen Sinne. Sie besteht aus mehreren Schächten, die in 3 Ebenen immer tiefer in den Fels führen. Die unterste Ebene, etwa 30 Meter tief, ist eine Kammer, die permanent vom Grundwasser des Aquifers überflutet ist. In der Mitte dieser überfluteten Halle steht ein massiver Sarkophag, umgeben von 4 Pfeilern. Es ist eine künstlich geschaffene Insel, ein symbolischer Urhügel, der aus dem Urwasser aufsteigt, eine perfekte architektonische Umsetzung des ägyptischen Schöpfungsmythos. Man glaubt, dass hier Rituale im Zusammenhang mit dem Gott Osiris,
dem Herrscher der Unterwelt und Gott der Wiedergeburt, vollzogen wurden. Der Schacht verbindet die Welt der Lebenden auf dem Plateau direkt mit dem lebensspendenden und zugleich jenseitigen Wasser darunter. Er zeigt uns, dass die ägyptischen Baumeister nicht nur auf dem Fels bauten, sondern auch mit ihm. Sie integrierten die natürliche Geologie, die Höhlen, die Fissuren und vor allem das verborgene Wasser in ihre heilige Architektur, um eine Landschaft zu schaffen, in der die Grenzen zwischen dieser und der nächsten Welt bewusst durchlässig gemacht wurden. In den stillen Tiefen der Cheops-Pyramide, in der sogenannten Königinnenkammer, finden wir ein Rätsel, das sowohl winzig in seinen Dimensionen als auch gewaltig in seinen Implikationen ist. Anders als in der Königskammer darüber, endeten die beiden von den Nord- und Südwänden ausgehenden Schächte ursprünglich bündig mit der Wand und waren versiegelt. Sie waren für antike Augen unsichtbar. Erst 1872 wurden sie von Wayman Dixon entdeckt. Über ein Jahrhundert lang galten sie als einfache Lüftungsschächte, eine Erklärung, die jedoch nie ganz befriedigte. Warum sollte eine versiegelte Kammer Belüftung benötigen? Der wahre Vorstoß ins Unbekannte begann 1993, als der deutsche Ingenieur Rudolf Gantenbrink einen kleinen ferngesteuerten Roboter namens Upuaut 2 in den südlichen Schacht schickte. Nach einer mühsamen Reise von über 60 Metern stieß der Roboter auf etwas Unerwartetes. Eine kleine Kalksteinplatte, eine Art Tür, versehen mit 2 korrodierten Kupfergriffen. Die Entdeckung sorgte weltweit für Aufsehen. War dies der Eingang zu einer verborgenen Kammer? Theorien schossen ins Kraut. Die populärste, vertreten durch Autoren wie Robert Bauval, besagt, dass es sich um Sternenschächte handelt. Der südliche Schacht sei auf den Stern Sirius ausgerichtet, der mit der Göttin Isis assoziiert wird, während der nördliche auf den Stern Kochab im kleinen Bären zielt. Sie seien symbolische Kanäle, die der Seele des Pharaos den Weg zu den unvergänglichen Zirkumpolarsternen weisen sollten. Im Jahr 2002 bohrte ein Team von National Geographic ein kleines Loch durch Gantenbrinks Tür, nur um dahinter einen weiteren, raueren Block zu entdecken. 10 Jahre später, im Jahr 2011, navigierte ein fortschrittlicherer Roboter durch das Loch und übermittelte Bilder von der Rückseite der ersten Tür und der Vorderseite der zweiten. Auf dem Boden der kleinen Kammer dazwischen fanden sich rätselhafte, rote Hieroglyphen. Diese Schächte bleiben eines der hartnäckigsten Mysterien der Pyramide. Sie sind keine simplen Luftkanäle. Sie sind versiegelte, zielgerichtete Pfade, die ins Herz des größten Monuments der Erde führen. Ob sie ins Leere, zu den Sternen oder in eine noch unentdeckte Kammer führen, ist eine Frage, die tief im Stein von Gizeh verborgen bleibt. Kaum eine Figur ist so untrennbar mit der modernen Ägyptologie und dem Gizeh-Plateau verbunden wie Dr. Zahi Hawass. Als langjähriger Generalsekretär der ägyptischen Altertümerverwaltung prägte er nicht nur die archäologische Arbeit, sondern auch die öffentliche Wahrnehmung der Monumente. Seine Position zum Thema verborgener Kammern, insbesondere unter der Sphinx, ist ein Paradebeispiel für den Konflikt zwischen etablierter Wissenschaft und alternativen Theorien. In den späten 1980er und frühen 1990er Jahren führten verschiedene Teams, oft in Zusammenarbeit mit Forschern wie John Anthony West und dem Geologen Robert Schoch, seismische Untersuchungen und Bodenradarmessungen rund um die Sphinx durch. Die Ergebnisse deuteten auf Anomalien hin, Hohlräume oder Kammern,
die sich im anstehenden Felsgestein unter den Pranken des Monuments befinden könnten. Diese Befunde befeuerten die Spekulationen um die mythische Halle der Aufzeichnungen, eine legendäre Kammer, die das Wissen einer untergegangenen Zivilisation enthalten soll, eine Idee, die maßgeblich vom amerikanischen Mystiker Edgar Cayce popularisiert wurde. Die offizielle Reaktion, angeführt von Havas, war bestimmt und ablehnend. Man führte eigene Bohrungen durch, um die Anomalien zu untersuchen. Das offizielle Ergebnis: Man stieß lediglich auf natürliche Fissuren und Risse im Kalkstein, keine von Menschenhand geschaffenen Kammern. Havas erklärte das Geheimnis der Sphinx für gelöst und wies alle Theorien über verborgene Hallen als reine Fantasie zurück. Für die etablierte Ägyptologie ist der Fall damit abgeschlossen. Die Sphinx ist ein Monument des Pharao Chephren und unter ihr liegt nichts als Fels. Kritiker werfen der offiziellen Seite jedoch vor, die Bohrungen seien nicht umfassend genug gewesen und die Ergebnisse zu schnell als endgültig präsentiert worden. Sie sehen darin den Versuch, die Deutungshoheit über die Geschichte Ägyptens zu wahren und unbequeme Fragen zu unterdrücken. So bleibt eine Kluft zwischen dem offiziellen Narrativ, das von natürlichen Felsformationen spricht, und der anhaltenden Überzeugung vieler, dass die seismischen Daten auf mehr hindeuten. Die Wahrheit ruht weiterhin still und ungestört unter den steinernen Pranken der Sphinx, bewacht von der Autorität der Wissenschaft und den Träumen von verborgenen Geheimnissen. In den Archiven des Ägyptischen Museums in Kairo liegt ein Objekt, das, würde man es für bare Münze nehmen, unser Verständnis der Chronologie von Gizeh auf den Kopf stellen würde. Es ist die sogenannte Inventarstele oder Stele der Tochter des Cheops. Entdeckt wurde sie im 19. Jahrhundert von Auguste Mariette in den Ruinen eines kleinen Isis-Tempels, der sich direkt neben der großen Pyramide befindet. Auf dieser Kalksteinstele ist ein Text eingemeißelt, der eine verblüffende Geschichte erzählt. Der Inschrift zufolge habe Pharao Cheops, der anerkannte Erbauer der großen Pyramide, diesen Tempel der Isis vorgefunden und restauriert. Noch erstaunlicher ist die Behauptung, dass auch die große Pyramide und die Sphinx bereits existierten, als Cheops den Thron bestieg. Der Text beschreibt, wie Cheops eine kleine Pyramide für seine Gemahlin Henuzen neben dem Haus der Sphinx errichten ließ. Dies widerspricht diametral der etablierten Lehrmeinung, nach der Cheops die große Pyramide erbauen ließ und sein Sohn oder Bruder Chephren die Sphinx aus dem Fels schlagen ließ. Für die Mainstream-Ägyptologie ist der Fall klar. Die Inventarstele ist eine Fälschung, oder genauer gesagt, eine spätere Kopie aus der Saidenzeit, der 26. Dynastie, also rund 2000 Jahre nach Cheops. Die Argumente dafür sind stichhaltig. Der sprachliche Stil, die Grammatik und die Art, wie die Götter dargestellt werden, entsprechen eher dem späten Ägypten als dem Alten Reich. Man geht davon aus, dass die Priester des Isis-Tempels diese Stele anfertigten, um ihrem Heiligtum eine ehrwürdige, uralte Geschichte zu verleihen und es direkt mit dem legendären Cheops zu verknüpfen. Eine gängige Praxis im alten Ägypten, um die eigene Bedeutung zu erhöhen. Doch die Frage bleibt im Raum stehen. Handelt es sich wirklich um eine reine Erfindung? Oder ist die Stele vielleicht die Kopie eines viel älteren, verloren gegangenen Dokuments? Könnte in dieser späten Inschrift ein Körnchen Wahrheit aus dem Alten Reich überlebt haben? Die Stele ist kein Beweis, der die Geschichtsbücher umschreiben könnte. Aber sie ist ein faszinierendes Paradoxon,
ein Out-of-Place-Artefakt in Textform, das uns daran erinnert, dass die Geschichte, wie wir sie kennen, auf Interpretationen von Funden beruht und dass einzelne, widerspenstige Puzzleteile die scheinbare Gewissheit unserer Narrative leise in Frage stellen können. Nach Jahrhunderten, in denen Entdecker mit Meißel, Sprengstoff und später mit Bohrern versuchten, die Geheimnisse der Pyramiden zu lüften, betritt nun eine neue Generation von Forschern die Bühne. Ihre Werkzeuge sind nicht invasiv und stammen aus der Welt der Hochenergiephysik. Das Projekt Scan Pyramids, eine internationale Mission unter der Leitung der Universität Kairo, nutzt kosmische Strahlung, um das Innere der Cheops-Pyramide zu durchleuchten. Die Methode nennt sich Myonentomographie. Myonen sind subatomare Teilchen, die bei der Kollision von kosmischen Strahlen mit der Erdatmosphäre entstehen. Sie regnen unaufhörlich auf uns herab und können Hunderte von Metern Gestein durchdringen. Indem man Detektoren im Inneren und außerhalb der Pyramide platziert, kann man den Schatten messen, den das Gestein wirft. Hohlräume lassen mehr Myonen passieren als massiver Stein. Im Jahr 2017 verkündete das Team eine sensationelle Entdeckung. Ihre Daten zeigten unzweifelhaft eine große, bisher unbekannte Leere, einen Hohlraum von der Länge eines Passagierflugzeugs, direkt über der großen Galerie. Sie nannten ihn den Scan Pyramids Big Void. Dieser Befund war die bedeutendste Entdeckung in der Struktur der Pyramide seit dem Mittelalter. Die Nachricht schlug in der Welt der Archäologie wie eine Bombe ein. Sofort begann das Ringen um die Interpretation. Was ist dieser Hohlraum? Die vorsichtigste und wahrscheinlichste Erklärung ist eine architektonische. Möglicherweise handelt es sich um eine oder mehrere massive Entlastungskammern, ähnlich denen über der Königskammer, die gebaut wurden, um das enorme Gewicht der darüber liegenden Steinmassen von der fragilen Decke der großen Galerie abzuleiten. Andere spekulieren, es könnte sich um einen internen Baurampe oder einen Korridor handeln, der während der Konstruktion genutzt und dann versiegelt wurde. Und natürlich gibt es die verlockendste, wenn auch unwahrscheinlichste Möglichkeit. Eine verborgene Kammer, die unberührte Schätze oder Wissen enthält. Die Myonentomographie kann uns die Existenz, die Position und die ungefähre Größe des Hohlraums zeigen, aber sie kann uns nicht sagen, was sich darin befindet. Sie gibt uns eine Landkarte, aber nicht die Beschreibung des Ortes. Der Big Void ist ein klares Signal aus dem Herzen des Steins. Ein modernes Rätsel, das durch modernste Technologie aufgedeckt wurde und nun auf eine ebenso geniale Methode wartet, um seine wahre Natur zu enthüllen. Um die unterirdischen Kammern von Gizeh wirklich zu verstehen, müssen wir tiefer graben als nur in den Fels. Wir müssen in das Herz der altägyptischen Kosmologie vordringen, in ein Reich, das sie die Duat nannten. Dies war nicht einfach eine Unterwelt, kein finsterer Ort des ewigen Endes. Es war ein komplexes, dynamisches und gefährliches Reich, durch das die Seele des Verstorbenen reisen musste, um Wiedergeburt und ewiges Leben zu erlangen. Die Duat war die Welt der Nacht, die der Sonnengott Ra jede Nacht auf seiner Barke durchquerte, um am nächsten Morgen verjüngt im Osten wieder aufzugehen. Die Reise des Pharaos nach seinem Tod war ein Spiegelbild dieser göttlichen, zyklischen Reise. Die unterirdischen Gänge und Kammern unter den Pyramiden sind somit mehr als nur Architektur. Sie sind eine steinerne Landkarte dieser jenseitigen Topographie. Stellen Sie sich vor, wie die Seele des Königs in die tiefste, dunkelste Kammer hinabsteigt, so wie Ra am Horizont versinkt. Dies ist der Ausgangspunkt der Reise. Hier
In der symbolischen Gebärmutter der Erde beginnt die Transformation. Die Seele muss 12 Tore passieren, die den 12 Stunden der Nacht entsprechen. Jedes Tor wird von furchterregenden Wächtern mit Messern und Schlangenköpfen bewacht. Der Verstorbene muss ihre geheimen Namen kennen und die richtigen Zaubersprüche aus den Pyramidentexten oder dem späteren Totenbuch rezitieren. Auf seiner Reise begegnet er Göttern und Dämonen. Er muss sich vor dem Gericht des Osiris verantworten, wo sein Herz gegen die Feder der Ma'at, der Wahrheit und Ordnung, gewogen wird. Anubis überwacht die Waage, während Tod, der Gott der Weisheit, das Ergebnis aufzeichnet. Ist das Herz leicht, frei von Sünde, kann die Reise weitergehen. Ist es schwer, wird es von der Verschlingerin Amit gefressen und die Seele erfährt den endgültigen Tod. Die unterirdische Kammer in der Cheops-Pyramide, oft als unvollendet abgetan, könnte genau diesen Anfangspunkt symbolisieren. Den Abstieg in die tiefsten Regionen der Duat, den Beginn der großen Prüfung. Jeder Gang, jede Schwelle, jede versiegelte Tür war Teil dieses heiligen Dramas. Eine physische Stütze für den metaphysischen Weg der Seele zur Ewigkeit. Die majestätischen Pyramiden von Gizeh entstanden nicht in einem Vakuum. Sie sind der Höhepunkt einer langen, faszinierenden Evolution des Grabbaus, die tief in der ägyptischen Frühgeschichte verwurzelt ist. Um ihre unterirdischen Anlagen zu verstehen, müssen wir die Schritte zurückverfolgen, die zu ihnen führten. Alles begann mit einfachen Gruben in der Wüste. In der prädynastischen Zeit wurden die Toten in flachen, ovalen Gräbern beigesetzt, umgeben von einigen wenigen Grabbeigaben. Doch schon bald wuchs der Wunsch, den Körper besser vor den Elementen und Grabräubern zu schützen. Dies führte zur Entwicklung der Mastaba, einem flachen rechteckigen Bau aus Lehmziegeln mit schrägen Wänden, der über einer unterirdischen Grabkammer errichtet wurde. Diese frühen Königsgräber in Abydos und Saqqara etablierten ein grundlegendes Prinzip. Die eigentliche Bestattung fand tief unter der Erde statt, sicher und verborgen, während der oberirdische Bau als Denkmal und Ort für Opferrituale diente. Der Weg zur Grabkammer führte durch einen vertikalen Schacht oder eine absteigende Rampe, die nach der Beisetzung mit Geröll und Steinen gefüllt und versiegelt wurde. Der entscheidende evolutionäre Sprung gelang dem genialen Architekten Imhotep um 2650 v. Chr. Im Dienste von König Djoser erweiterte er die Idee der Mastaba, indem er mehrere immer kleiner werdende Mastabas übereinander stapelte. Das Ergebnis war die Stufenpyramide von Saqqara, das erste monumentale Steingebäude der Welt. Doch trotz dieser revolutionären äußeren Form blieb das Kernkonzept dasselbe. Unter dem gewaltigen Bauwerk lag ein komplexes Labyrinth aus Gängen, Schächten und Kammern, das tief in den Fels gehauen war, um den König und seine Schätze zu schützen. Die Pyramiden von Gizeh führten diese Entwicklung zu ihrer logischen Konsequenz. Sie perfektionierten die geometrische Form zur wahren Pyramide und erreichten eine nie dagewesene Größe. Aber sie spielten auch mit der Tradition. Während die Cheops-Pyramide eine unterirdische Kammer besitzt, die dem alten Muster folgt, wurden die Hauptkammern, die sogenannte Königinnen- und Königskammer, kühn in den Körper der Pyramide selbst verlegt. Dies war eine theologische und technische Neuerung, die den König näher an die Sterne rücken sollte. Dennoch bleibt die unterirdische Welt ein integraler Bestandteil des Designs, eine Verbindung zu den Ahnen und dem traditionellen Glauben an die Erde als Ort der Wiedergeburt. Südlich der großen Pyramiden, im Schatten dieser ewigen Monumente, lag einst
eine pulsierende Metropole, die heute als die verlorene Stadt der Pyramidenbauer bekannt ist. Ihre Entdeckung hat unser Verständnis von Gizeh revolutioniert. Es war nicht nur ein Ort der Toten, sondern ein lebendiges Zentrum menschlicher Aktivität, Organisation und Gemeinschaft. Hier lebten und starben die Tausenden von Arbeitern, Handwerkern, Priestern und Verwaltern, die den Bau der Pyramiden ermöglichten. Was wussten sie über den Boden, auf dem sie gingen? Welche Geheimnisse lagen direkt unter ihren Füßen? Die archäologischen Ausgrabungen dieser Siedlung, angeführt von Dr. Mark Lehner und seinem Team, haben bemerkenswerte Einblicke gewährt. Wir fanden die Überreste von riesigen Kasernen, die Tausende von Arbeitern beherbergen konnten, und Bäckereien, die genug Brot produzierten, um diese Armee von Bauleuten zu ernähren. Wir fanden die Knochen von Rindern, Schafen und Ziegen, die belegen, dass diese Arbeiter gut genährt waren, keine Sklaven, wie lange angenommen, sondern qualifizierte, respektierte Arbeitskräfte. In ihren nahegelegenen Friedhöfen sehen wir, wie sie bestattet wurden. In einfachen Gräbern, aber mit der gleichen Sorgfalt und dem gleichen Glauben an ein Leben nach dem Tod wie ihre königlichen Herren. Ihre Gräber waren kleine, bescheidene Versionen der Mastabas der Elite, ausgerichtet nach den Himmelsrichtungen. Diese Stadt war eng mit dem Gizeh-Plateau verbunden. Die Arbeiter nutzten die natürlichen Gegebenheiten des Geländes. Steinbrüche, aus denen die kleineren Blöcke für die Pyramiden geschlagen wurden, durchziehen die Landschaft. Wasserkanäle, die vom Nil herführten, dienten dem Transport von Material und der Versorgung der Stadt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass natürliche Höhlen und Spalten im Kalksteinplateau als temporäre Unterkünfte, Werkstätten oder sogar als heilige Orte genutzt wurden. Das Wissen dieser Menschen war praktisch und erdverbunden. Sie kannten jeden Felsvorsprung, jede Gesteinsschicht. Sie wussten, wo der beste Kalkstein zu finden war und wie man ihn bricht. Dieses intime Wissen über die Geologie des Plateaus war die grundlegende Voraussetzung für den Bau der Pyramiden. Unter ihren Füßen lag nicht nur Fels, sondern das Rohmaterial für die Ewigkeit. Ein Netzwerk aus Steinbrüchen, Wegen und vielleicht sogar vergessenen Tunneln, die das Leben auf der Oberfläche mit der verborgenen Welt darunter verbanden. Die ägyptische Faszination für die unterirdische Welt war tiefgreifend, aber sie war nicht einzigartig. Nahezu jede große antike Kultur entwickelte ihre eigene komplexe Kosmologie, in der eine Unterwelt eine zentrale Rolle spielte. Ein Vergleich dieser verschiedenen Visionen des Jenseits wirft ein umso helleres Licht auf die Besonderheiten des ägyptischen Glaubens und seiner steinernen Manifestationen in Gizeh. Blicken wir nach Mesopotamien, in das Land zwischen Euphrat und Tigris. Die Sumerer und später die Babylonier stellten sich eine Unterwelt namens Kur oder Irkalla vor. Es war ein dunkler, staubiger Ort, ein Land ohne Wiederkehr. Im Gegensatz zur ägyptischen Duat, die ein Ort der Prüfung und potenziellen Wiedergeburt war Irkalla ein Reich der Schatten, in dem die Geister der Toten einen trostlosen, ewigen Dämmerzustand erlebten. Der berühmte Epos von Gilgamesch beschreibt die Reise seines Freundes Enkidu in diese finstere Welt, aus der es kein Entrinnen gab. Die mesopotamische Architektur spiegelte dies wider. Ihre Gräber waren wichtig, aber sie waren keine komplexen Auferstehungsmaschinen wie die Pyramiden. Weiter westlich, im antiken Griechenland, finden wir den Hades. Ähnlich wie Irkalla war der Hades für die meisten Seelen kein Ort der Bestrafung,
sondern ein nebliges, freudloses Reich, regiert vom gleichnamigen Gott. Die Seelen der Verstorbenen existierten als bloße Schatten ihrer selbst. Es gab jedoch Ausnahmen. Helden konnten das paradiesische Elysion erreichen, während die größten Sünder in den Tartaros gestoßen wurden, um ewige Qualen zu erleiden. Die griechischen Gräber waren Orte der Erinnerung und Ehrung, aber nicht die aufwendigen Portale in ein aktives, transformatives Jenseits, wie es die Ägypter sahen. Was die ägyptische Konzeption so besonders macht, ist ihr unerschütterlicher Optimismus und ihre prozedurale Natur. Die Duat war gefährlich, ja, aber sie war navigierbar. Mit dem richtigen Wissen, den richtigen Zaubersprüchen und einem reinen Herzen konnte der Tod nicht nur überwunden, sondern in eine triumphale Wiedergeburt, als verherrlichter Geist, ein Ak, verwandelt werden. Die unterirdischen Kammern von Gizeh sind der ultimative Ausdruck dieses Glaubens. Sie sind keine bloßen Gräber, sondern sorgfältig konstruierte Tore, die den Übergang von der sterblichen Existenz zur göttlichen Ewigkeit sicherstellen sollten. In unserer langen Reise unter das Sandmeer von Gizeh haben wir uns auf die Spuren von Fakten, Funden und wissenschaftlichen Untersuchungen begeben. Doch je tiefer wir graben, desto lauter wird das Flüstern der Spekulation. Es ist eine menschliche Neigung, die Lücken im Wissen mit Fantasie zu füllen. Und an keinem Ort der Welt sind diese Lücken so verlockend wie hier. Die Archäologie ist eine disziplinierte Wissenschaft. Sie arbeitet mit dem, was greifbar ist, mit Keramikscherben, mit der Stratigraphie von Erdschichten, mit der Analyse von Werkzeugspuren im Stein. Sie nutzt Radar, der Wellen in den Boden sendet und Echos zurückempfängt, um Anomalien aufzuzeigen. Aber diese Echos sind keine fertigen Bilder. Es sind Datenpunkte, die interpretiert werden müssen. Und hier, an dieser Schnittstelle der Interpretation, öffnet sich das Tor zur Spekulation. Die Grenze verläuft dort, wo Beweise enden und Überzeugungen beginnen. Ein Archäologe könnte sagen, das Bodenradar zeigt eine Hohlraumanomalie in einer Tiefe von 30 Metern mit regelmäßiger Form. Weitere Untersuchungen sind nötig, um ihre Natur zu bestimmen. Ein Spekulant könnte dieselben Daten nehmen und verkünden, dies ist der Beweis für die Halle der Aufzeichnungen von Atlantis. Der Unterschied liegt in der Methodik. Die Wissenschaft verlangt nach Verifizierung. Sie fordert, dass eine Hypothese überprüfbar und potenziell widerlegbar ist. Die Spekulation hingegen benötigt oft nur den Glauben an ihre eigene Erzählung. Sie springt über die mühsamen Schritte der Beweisführung hinweg und landet direkt bei einer spektakulären Schlussfolgerung. Verstehen Sie mich nicht falsch. Vorstellungskraft ist der Funke jeder großen Entdeckung. Heinrich Schliemann suchte nach dem mythischen Troja, angetrieben von Homers Epen, und fand es tatsächlich. Aber er grub auch, er dokumentierte, er legte Schichten frei. Seine Vorstellungskraft gab ihm die Richtung, aber die Archäologie gab ihm die Werkzeuge und die Bestätigung. In Gizeh müssen wir dieselbe intellektuelle Disziplin wahren. Es ist faszinierend, über geheime Wissenskammern nachzudenken, die von einer längst verlorenen Zivilisation hinterlassen wurden. Doch wir ehren die wahren Erbauer der Pyramiden am meisten, wenn wir ihre tatsächlichen fassbaren Leistungen von den Mythen trennen, die wir über sie projizieren. Die Grenze ist also keine Mauer, sondern ein Prozess. Der Prozess der kritischen Prüfung, der geduldigen Datensammlung und des Respekts vor der Komplexität der Vergangenheit, die sich oft weigert, einfache oder sensationelle Antworten zu geben. Nichts verkörpert das ungelöste Rätsel von Gizeh so sehr
wie eine versiegelte Tür. Sie ist eine physische Barriere, ein Punkt, an dem die Erkundung endet und das Warten beginnt. Das berühmteste Beispiel findet sich tief im Inneren der großen Pyramide, am Ende der schmalen, sogenannten Lüftungsschächte der Königinnenkammer. Im Jahr 1993 schickte der deutsche Ingenieur Rudolf Gantenbrink einen kleinen Roboter namens Upuaut 2 diesen nur 20 mal 20 Zentimeter großen Schacht hinauf. Nach einer mühsamen Reise von über 60 Metern stieß der Roboter auf etwas Unerwartetes. Einen kleinen Kalksteinblock mit 2 Kupfergriffen, der den Weg versperrte. Eine Tür. Eine versiegelte Tür, die seit 4.500 Jahren unberührt war. Die Entdeckung löste eine Welle der Aufregung aus. Was lag dahinter? Eine verborgene Kammer? Grabbeigaben? Eine Inschrift, die das Geheimnis der Pyramide lüften würde? Die ägyptische Altertümerverwaltung ging mit äußerster Vorsicht vor. Fast ein Jahrzehnt verging, bis 2002 ein neuer Roboter, der Pyramid Rover, ein kleines Loch durch die Tür bohrte, um eine Kamera hindurchzuschieben. Die Welt hielt den Atem an. Und was sah man? Einen kleinen, leeren Raum und am Ende dieses Raumes eine weitere Tür. Das Rätsel hatte sich nicht gelöst, es hatte sich nur vertieft. Diese Türen, die Gantenbrink-Türen, sind ein Symbol für den modernen Ansatz der Ägyptologie. Vorbei sind die Zeiten, in denen man mit Dynamit nach neuen Kammern suchte. Heute herrscht das Prinzip der minimalen Invasivität. Man wartet lieber Jahrzehnte auf eine Technologie, die eine zerstörungsfreie Untersuchung ermöglicht, als ein unersetzliches Artefakt für immer zu beschädigen. Diese Geduld ist ein Zeichen des Respekts. Wir verstehen, dass wir nur vorübergehende Hüter dieses Erbes sind. Auch an anderen Orten des Plateaus gibt es versiegelte Bereiche, unberührte Sarkophage in tiefen Schachtgräbern, die noch auf ihre wissenschaftliche Öffnung warten. Jeder von ihnen ist ein Versprechen auf neues Wissen. Die Stille hinter diesen Türen ist nicht leer. Sie ist gefüllt mit Potenzial, mit den Echos von Absichten, die wir noch nicht verstehen. Es ist die Stille vor der Entdeckung, ein Moment der Ehrfurcht vor dem, was die Erbauer für die Ewigkeit verschlossen haben und was wir nur mit größter Sorgfalt zu enthüllen wagen dürfen. Während die Archäologie den Stein und den Sand befragt, gibt es eine andere Form der Überlieferung, die ebenso alt und vielleicht noch flüchtiger ist. Das weitergegebene Wort, die mündliche Tradition. In einer Kultur ohne weit verbreitete Schriftlichkeit war das Gedächtnis von Priestern und Eingeweihten die erste Bibliothek. Wissen über Astronomie, Architektur, Rituale und die Natur der Götter wurde von Meister zu Schüler weitergegeben, in Gesängen, Mythen und heiligen Dramen kodiert. Wir können davon ausgehen, dass die Erbauer der Pyramiden über ein immenses praktisches und theoretisches Wissen verfügten, von dem nur ein Bruchteil in den Hieroglyphentexten überlebt hat, die wir heute entziffern können. Der Rest ist ein intellektuelles Grundwasser, das über Jahrhunderte versickerte und an unerwarteten Orten wieder an die Oberfläche trat. Als Ägypten erst unter persische, dann griechische und schließlich römische Herrschaft geriet, kam es zu einer faszinierenden Verschmelzung der Kulturen. In der großen Bibliothek von Alexandria trafen ägyptische Priester auf griechische Philosophen. Aus diesem Schmelztiegel entstand eine Tradition, die als Hermetik bekannt ist. Sie ist benannt nach der mythischen Gestalt des Hermes Trismegistos, des dreimal größten Hermes, einer Verschmelzung des griechischen Gottes Hermes mit dem ägyptischen Gott des Wissens, Tod. Die Texte, die ihm zugeschrieben werden,
das sogenannte Corpus Hermeticum, geben vor, die geheime Weisheit der alten ägyptischen Tempel zu bewahren. Sie sprechen von Kosmologie, von der Einheit des Alls, vom Aufstieg der Seele und von der Alchemie als spirituellem Prozess. Ist dies das authentische Wissen der Pyramidenbauer? Aus historisch-kritischer Sicht wahrscheinlich nicht. Die hermetischen Schriften sind Produkte ihrer Zeit, der hellenistischen Epoche. Sie sind eine Neuinterpretation ägyptischer Ideen durch eine griechische philosophische Brille. Doch sie repräsentieren den tiefen und anhaltenden Glauben späterer Generationen, dass in Gizeh ein fundamentales Wissen verborgen lag, ein Schlüssel zum Verständnis des Universums. Diese Traditionen sind selbst zu einem archäologischen Artefakt geworden, nicht aus Stein, sondern aus Ideen. Sie zeigen uns, wie der Schatten der Pyramiden über die Jahrtausende hinweg reichte und das Denken von Mystikern, Alchemisten und Philosophen bis in die Renaissance hineinformte. Es ist die Suche nach dem verlorenen Wort, dem ursprünglichen Wissen, dessen Echo man in den hermetischen Lehren zu hören glaubte, ein Echo, das direkt aus den verborgenen Kammern unter dem Plateau zu kommen schien. Wir nähern uns dem Ende unserer Reise, doch wir sind nicht an einem Ort der endgültigen Antworten angekommen. Im Gegenteil, wir stehen vor einem Ozean aus Fragen, der heute so tief und weit ist wie je zuvor. Das ist vielleicht das größte Vermächtnis des Gizeh-Plateaus. Es ist keine Ansammlung von Monumenten, die uns fertige Lösungen präsentiert, sondern ein gewaltiger steinerner Spiegel, der unsere eigenen Fragen an uns zurückwirft. Warum sind wir hier? Was geschieht nach dem Tod? Streben wir nach Unsterblichkeit? Die Pharaonen versuchten diese Fragen mit Granit und Kalkstein zu beantworten, mit komplexen Ritualen und einer Architektur, die auf die Sterne ausgerichtet war. Ihr Versuch, die Ewigkeit zu erobern, ist so monumental, dass er uns 4,5 Jahrtausende später immer noch dazu zwingt, uns mit denselben existenziellen Problemen auseinanderzusetzen. Jede Generation kommt nach Gizeh und sucht etwas anderes. Die Griechen suchten Weisheit, die Römer sahen ein touristisches Wunder der alten Welt. Mittelalterliche Reisende suchten nach den Kornkammern Josefs und Gelehrte der Aufklärung suchten nach den Ursprüngen der Geometrie. Heute suchen wir nach wissenschaftlichen Daten, nach technologischen Geheimnissen und vielleicht auch nach einer Verbindung zu etwas, das größer ist als unsere flüchtige digitale Welt. Die unterirdischen Kammern, ob real oder imaginiert, sind dabei eine Metapher für unser eigenes Unterbewusstsein, für die verborgenen Tiefen der menschlichen Geschichte und die unentdeckten Potenziale in uns selbst. Die Stille, die heute über dem Plateau liegt, ist trügerisch. Es ist eine Stille, die von den Echos unzähliger Schritte, von den Klängen längst verstummter Werkzeuge und von den geflüsterten Gebeten von Priestern erfüllt ist. Es ist das Echo der Ewigkeit selbst. Die Pyramiden und die Geheimnisse unter ihnen stellen keine Frage an unsere Technologie oder unsere Fähigkeit, Rätsel zu lösen. Sie stellen eine Frage an unsere Weisheit. Werden wir in der Lage sein, unser eigenes Erbe für die kommenden Jahrtausende zu bewahren? Was werden zukünftige Zivilisationen in den Ruinen unserer Städte finden? Gizeh lehrt uns Demut. Es zeigt uns die unglaubliche Widerstandsfähigkeit menschlicher Schöpfungskraft, aber auch die Zerbrechlichkeit von Wissen und Erinnerung. Die letzte und tiefste Kammer, die es zu erforschen gilt, liegt vielleicht nicht unter dem Sand, sondern in unserem eigenen Verständnis von Zeit, Vermächtnis und unserem Platz im Kosmos.